Diese Woche zeige ich euch, wie ihr eine Knüpfperücke für eure Puppe herstellen könnt. Das ist so ziemlich die klassischste Puppenhaar-Variante, die es gibt. Und dazu braucht ihr Mohairwolle. Es geht auch andere Wolle, aber Mohairwolle eignet sich am besten. Eine Häkelnadel der Stärke 3, eine Schere und ein Stück Pappe. Und die Basis der Perücke stellt ein Perückenkäppchen dar. Und wie ihr das häkelt, zeige ich in meinem Tutorial eine Flauschperücke häkeln. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Und in dem Tutorial erkläre ich, wie man eine Flauschperücke häkelt. Das heißt, so eine hier, aber mit so einem flauschigen Flaum obendrauf für so Babypuppen. Und ihr könnt die Anleitung 1:1 nacharbeiten, ihr könnt aber das Zupfen der Haare weglassen, weil durch dieses Zupfen erzeugt man den Flauscheffekt und den brauchen wir hier nicht. Und jetzt schneiden wir uns die Strähnen zum Einknüpfen zu und dazu brauchen wir unsere Wolle. Und als erstes müssen wir entscheiden, wie lang wir unsere Perückenhaare haben möchten. Und auf dieser Länge schneiden wir dann unsere Pappe zu. Das heißt, wenn ich eine Kurzhaarperücke haben möchte, dann brauche ich nur einen schmalen Streifen Pappe und für eine Langhaarperücke entsprechend der Puppengröße natürlich ein entsprechend breiteres Stück. So, und was wir jetzt machen, ist, wir wickeln uns unsere Mohairwolle hier um die Pappe rum. So, zum Zeigen genügt mir das erstmal. Und jetzt schneide ich das hier unten, meinen Faden ab. Und schneide hier unten meine Fäden auf, so dass ich jetzt ganz viele genau gleich lange Fäden erhalten habe. Und jetzt fange ich an, das einzuknüpfen in die Perücke und dazu knüpfe ich mir hier entlang des Scheitels eine Reihe Haare ein, genau in der Mitte. Also ich starte einmal hier vorne in der vordersten Masche, gehe ich hier mit der Häkelnadel rein, dann lege ich meine Strähne doppelt, nehme hier die Mitte auf die Häkelnadel, ziehe mir diese Schlaufe durch und kann jetzt die beiden Enden durch die Schlaufe ziehen und das Ganze festziehen. Das war's schon. Das mache ich jetzt mit der zweiten Strähne auch und hier halte ich einen Abstand beim Scheitel ja von ca. 1,5 cm ein. Und ich mache es wieder so, ich lege mir die Strähne doppelt, nehme mir die Schlaufe auf die Nadel, ziehe mir die hier durch und ziehe mir die beiden Enden durch die Schlaufe und ziehe das fest. Wenn ihr jetzt denkt, warum sind die Abstände so groß? Das liegt daran, dass dieses Garn wirklich wahnsinnig viel Volumen hat. Das heißt, wenn ich das ganz eng an einen knöpfe, dann habe ich später eine riesige Mähne, die ich gar nicht mehr frisieren kann. Deswegen muss man bei dem Mohairgarn tatsächlich ein bisschen Abstände lassen. Ich lasse es immer am Anfang ein bisschen größer, dann kann man immer noch mal welche dazwischen setzen. Aber es ist sonst so, dass man wirklich ein unfassbar voluminöses Haar erhält. Das sieht dann auch nicht mehr so schön aus, sondern es sieht dann aus wie so eine Löwenmähne. Also die dritte Strähne, gehe wieder hier rein, hole mir die Schlaufe, ziehe sie durch und ziehe mir die beiden Enden durch die Schlaufe. Genau, so gehe ich jetzt weiter vor bis zum Ende des Kopfes. So, jetzt habe ich mir hier den ganzen Scheitel geknüpft bis nach hinten durch. Und jetzt teile ich mir die Haare einmal in der Mitte. Das heißt, ich lege jeweils eins nach rechts und eins nach links. Und jetzt fange ich an, auf dieser Seite in der nächsten Reihe die Haare einzuknüpfen. Und dazu gehe ich immer in den Zwischenraum. Das heißt, ich gehe quasi, knüpfe jetzt das nächste Haar zwischen dem ersten und dem zweiten Knoten, den ich hier gesetzt habe, in der Mitte ein, aber natürlich ein Stück nach rechts versetzt. Also hier kommt jetzt mein zweites Haar rein. Und die zweite Strähne in dieser Reihe kommt dann wieder zwischen die ersten beiden Haare aus meiner ersten Reihe. Ja, und so arbeite ich mich Stück für Stück über den gesamten Kopf vor. Wie gesagt, wenn man möchte, kann man zum Schluss hier in die Mitte nochmal welche dazu knüpfen, wenn einem das zu dünn ist. Aber ich würde erstmal in einem etwas größeren Abstand den ganzen Kopf voll machen, weil, wie gesagt, es sehr, sehr viel Haar zum Schluss ergibt, aufgrund dieser Beschaffenheit der Wolle. Genau, und am Ende sieht das Ganze dann so aus. Und die könnt ihr dann mit einem groben Lockenkamm kämmen und könnt ihr auch beliebig frisieren, die Haare. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und ansonsten sehen wir uns ja vielleicht nächste Woche.